Im vorherigen Abschnitt haben wir unseren Third-Person-Character zum Side-Scroller-Character umgebaut. So, wir können jetzt sozusagen auch über Hindernisse, wir werden von der Physik nicht nach hinten und nach vorne gedrängt und wir drehen uns dann sehr schön auch mit dem Gesicht zum Player um. So, wir wollen jetzt natürlich nicht unsere Third-Person-Map in einen 2D-Scroller umbauen. Natürlich kannst du das, du hast ja freie Wahl der Waffen bei der Gestaltung. Ich würde vorschlagen, wir legen uns jetzt einfach mal einen neuen Level an. Und das machen wir hier über File, dann einfach auf New Level und dann nehmen wir ein Basic Level, da haben wir ja alles schon integriert. So, per Create bekommen wir unseren Level und den würde ich jetzt gern speichern. Und dazu lege ich mir hier unten im Content Browser rechte Maustaste New Folder einen Ordner Maps an. So, dann dementsprechend unser Untitled New Level, File, Save Current Level As und dann wechseln wir in unser Maps-Verzeichnis, da sind wir jetzt auch schon drin, das ist sehr angenehm und dann nenne ich den Ganzen jetzt einfach mal zum Beispiel Level 1 oder Level 1 Map. So, das ist mein Level 1 Map und dementsprechend, wenn ich auf Play drücke, dann werden wir wieder feststellen, dass wir mit der A-Taste nach rechts gehen und mit der D nach links. Das heißt, wir sind wieder invers gesteuert. So, das bedeutet, wie zuvor, wir drehen unseren Player Start. Bitte darauf achten hier oben, dass das sozusagen selektiert ist, damit wir schön rastern können. Und dann dementsprechend drehen wir das Ganze um 180 Grad um. Und der Test zeigt, D geht nach rechts und A geht dementsprechend nach links. So, jetzt zum Prototyping hat man normalerweise die Binary Space Partitioning Brushes benutzt, diese BSPs, und das werden wir jetzt auch mal versuchen, indem wir sogenannte BSPs uns mal reinholen in unseren Level, in unsere Welt, und dementsprechend gehen wir hier oben auf Quickly Add to the Project. Und was Neues bei der Version UE 5.5, wir haben die Geometry hier mit integriert. Das war bei der 5.4er und bei den Vorgängerversionen nicht so. Da musste man noch übers Place Actor Panel gehen. Die waren aber dann hier oben schön sauber als Icons eingereiht. Das ist auch nicht mehr der Fall. Hier finden wir sie hier unter More und dann hätten wir wieder die Geometry. Das heißt, das ist unsinnig. Wir gehen hier direkt hier oben rein über Geometry und dann holen wir uns zum Beispiel mal so eine Box heraus. So, diese Boxen sind jetzt zum Modellieren, das heißt, man kann die jetzt auch in der Shape verändern, man kann sie in die Länge ziehen, kleiner machen, größer machen, aber ich denke, das muss ich jetzt hier nicht explizit erklären. Und wenn wir jetzt unseren Player Start zum Beispiel mal versuchen, auf dieser Box zu platzieren, das heißt, ich lege mal dahin, ziehe ein bisschen nach oben die Ende-Taste, dann justiert er sich sauber auf dieser Box und ich kann natürlich jetzt auch noch dementsprechend das ein bisschen länger machen und dann gehe ich auf Play und dann laufe ich schon auf meiner Side-Scroller-Ebene. So, dann kann man natürlich weiterarbeiten mit Stairs und so fort und so weiter und so fort und dementsprechend natürlich werden diese Brushes dann ersetzt mit echten 3D-Assets bei Bedarf. So, ich kann jetzt auch die Geschichte mit der Alt-Taste einfach mal kopieren. Ich ziehe das ein bisschen höher, ein bisschen rüber, ein bisschen so, weil man muss ja immer testen, ist mein Sprung ausreichend, meine Gravity, meine Velocity nach oben, meine Z-Geschichte, sodass das Ganze auch erreichbar ist und somit macht man dann auch sein Prototyping. So, damit das Ganze nicht immer so positioniert werden muss und wir wollen ja, dass unser Player da auch mittig läuft und so weiter, das ist immer so eine Feinjustierung. Dazu gibt es eine sehr schöne Einstellungsmöglichkeit bei Unreal. Das bedeutet, wir öffnen hier einfach mal unsere Project Settings. Und zwar gehen wir hier runter und suchen uns einfach mal die Editor-Geschichte und dann klicken wir hier mal auf 2D. Und hier gibt es eine sehr schöne Einstellungsmöglichkeit unter Layer Snapping, Enable Snap Layers, und das können wir hier einfach mal auf True setzen und dann haben wir auch unsere Achse. Wir haben ja unseren Player auf der Y-Achse fixiert, sodass er sich auf der X-Achse bewegt, und hier haben wir Snap Layers und da können wir per Plus jetzt einfach mal zum Beispiel 3
Elemente machen, Index 0, 1, 2, also 3 Array-Elemente, und dementsprechend, wenn wir das aufklappen, dann haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Namen zu vergeben und auch verschiedene Tiefenwerte. So, da sollten wir uns aber zuallererst mal einig sein, was wir mit unserem Player denn anstellen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf meinen Player Start und dann schaue ich mir hier drüben unter Detail die Location an. Die ist jetzt momentan bei X bei minus 180 und dann haben wir hier auch noch irgendeinen Wert und so weiter und so fort. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich die Y-Werte mal auf 500 lege. Du kannst natürlich einwählen, den du magst. Ich sage einfach, mein Player Start läuft immer auf der Y 500, das wäre hier. Dann würde ich ihm auch noch bei der Z-Geschichte eine 0 geben und bei X lasse ich ihn auch bei 0 starten, das heißt, es wäre dann an dieser Stelle. So, dann markiere ich mal den Floor einfach per Klick oder hier drüben im Outliner per Entfernen kann ich mich von dem Floor auch trennen und das wäre jetzt sozusagen meine Player Start Ausgangsposition. So, dementsprechend kann ich jetzt mich auch mal trennen von meinen Brushes, das heißt, die markiere ich und entferne die ebenfalls und dann gehen wir mal zwischenzeitlich auf File, Save All, weil das kann ja nie schaden. So, zurück zu den Project Settings. Ich sage, der Player Start bei mir liegt bei Y auf 500, also Y-Achse ist hier fest justiert. Das heißt, bei mir ist der Player Start, also praktisch wo er läuft, ich lasse es auf Default und sage, mein Tiefenwert wäre 500, weil den habe ich ja auch so eingestellt. So, das ist mein Default. Dann kann ich jetzt zum Beispiel noch einen Background einstellen zum Beispiel. Ich nenne es einfach mal Background. Und mein Background, man muss aufpassen, das mixt sich dann immer so, das wird dann sehr schön alphabetisch sortiert. Mein Background ist dann sozusagen der Background hinter meinem Player und wir wissen ja, unsere Y-Achse, die grüne, geht in diese Richtung. Das heißt praktisch, hier ist 500, dann wäre dieser Wert hier höher als 500. Das bedeutet, ich gehe mal um 300 nach oben. Das ist auch eine Einstellungssache. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Das heißt, mein Background würde jetzt liegen zum Beispiel bei 800. 500 plus 300 ist 800. Und jetzt haben wir hier Default 500, Background 800. Und das ganze andere nenne ich jetzt einfach mal Foreground. Und mein Foreground, der liegt natürlich dann vor den 500, dann mache ich auch 300 und dann machen wir einfach mal 500 minus 300 ist 200 und das Schöne ist am Project Settings, man muss nicht speichern, man kann es einfach nur schließen. So, zurück zu unserem Level, jetzt haben wir diese Geschichten so da und man sieht hier oben hat sich was verändert, wir haben hier Default, Background und Foreground und wenn wir das verändern wollen, können wir ganz simpel auf Edit Layers gehen und dann müssen wir uns nicht mehr durch die Project Settings hangeln, sondern wir kommen gleich direkt zu diesen Einstellungen. Es sind natürlich auch noch mehr Positionen möglich, das hängt ganz davon ab, wie du deine Welt gestalten willst. Du bist natürlich trotzdem frei, das Ganze so zu positionieren, wie du möchtest. Aber du hast hier zumindest schon mal feste Werte für Bäume im Hintergrund und so weiter, dass das alles an der richtigen Position ist, wenn du das so haben willst. So, dann sind wir jetzt an dieser Stelle und jetzt können wir das Ganze einfach mal ausprobieren. So, und damit das Ganze einigermaßen funktioniert, sollten wir oben bei Default natürlich das Ganze auch aktivieren. Und jetzt kommt das Seltsame, wenn wir jetzt hier die Geometrie einfach mal so die Box packen, linke Maustaste und reinziehen. Dann können wir die zwar auch hier so bewegen, aber sie wird abgelegt bei 360 und nicht bei dem Default 500. Und das gleiche passiert uns dann auch mit dem Foreground und mit dem Background. Ich werde die jetzt absichtlich mal ein bisschen wegschieben. Wenn ich jetzt, man kann auch noch sehen, dass der Pivot gecentert ist, also es dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein, weil das sollte ja also eine 500er Lauflinie werden, aber es ist einfach um 140 verschoben, obwohl die ganzen Settings 200, 200, 200 sind, was wiederum ja auch nichts mit unseren 500 in Wahrheit zu tun hat. So, zum Vergleich nehme ich jetzt einfach mal so ein Shape, ich nehme so einen Cube im Foreground und den kann ich jetzt hier so hin und her schieben, rauf, runter natürlich, aber man sieht, der wird immer hier auf der 500er Linie bleiben. Das ist ja auch, man sieht es hier drüben in der Location unter Transform und dementsprechend könnte ich jetzt mit diesem Cube wesentlich angenehmer arbeiten wie mit meinen komischen BSPs.
So, dann kann ich meinen Player auch sauber draufsetzen. Ich könnte jetzt sozusagen auch einen ganz schmalen Steg machen, damit es ein bisschen abenteuerlicher aussieht. Das heißt, ich bin ja hier auch gecentert. Das heißt, ich mache das sehr minimalistisch und dann mache ich Play und dann wird das Ganze immer noch so funktionieren, als würde ich irgendwo in einem Hochhaus über irgendeinen Steg laufen. So, also das Ganze wird sich auf jeden Fall auf unseren Foreground auswirken und auf unser Default und auf unseren Background, während diese BSPs immer was anderes machen. Ich kann es nochmal demonstrieren. Wir gehen jetzt auf Background und dann holen wir uns einfach nochmal so eine Geometrie. Ich nehme so eine Box, die ist natürlich schon immer an der gleichen Y-Position, aber die sollte ja jetzt sein bei 800 und sie ist bei 660. Und dann nützt sie mir auch wieder nichts. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hallo, okay, du bist 800, aber dann müsste ich ja permanent alle markieren und nacharbeiten. Gut, wenn ich das gleiche wiederum jetzt mit einer Box mache, ich nehme wieder einen Cube oder ich nehme jetzt einfach mal einen Cone im Background, dann sehe ich, dass mein Cone im Background sauber positioniert ist bei 800, so wie wir es drüben in den Project Settings eingestellt haben. Gehe ich jetzt auf den Foreground und dementsprechend holen wir uns auch mal wieder ein Shape. Ich nehme jetzt einfach mal eine Sphere, dann wird diese Sphere, egal in welcher Höhe, auch dementsprechend immer im Foreground sein. So kann man das Ganze auch bepflanzen und sonstiges. Also für diese Geschichten sind die BSPs meiner Meinung nach nicht wirklich geeignet. Man sollte das dann eventuell so aufbauen, weil wir ersetzen das Ganze ja später dann sowieso mit echten 3D-Assets. Gut, dann natürlich immer die Geschichten. Man kann es natürlich jetzt auch mischen, weil diese sogenannten Geometrie-Sachen natürlich auch wirklich Curved Stairs, gut, das bringt uns natürlich jetzt im Sidescroller gerade nichts, aber wir haben natürlich hier einfach auch lineare Stairs, die sind auch ganz toll. Beim Klick funktioniert es anscheinend der 5.5er nicht, man muss sie wirklich rausziehen, damit die auch da sind und dementsprechend kann man das Ganze natürlich dann auch drehen um 180 Grad und dann auch hier wieder mit positionieren, aber man sieht, die Position stimmt sowieso hinten und vorne nicht und dann könnte man das Ganze natürlich so in der Zwischenzeit vom Prototyping mal so ergänzen, weil man weiß ja, später wird das Ganze ja trotz allem noch ersetzt, das heißt, man kann eine kleine Mixtur machen aus dem und dann haben wir hier auch die Treppen, wo wir dann sozusagen rauflaufen können. So, das wäre jetzt mal die Geschichte mit Foreground und mit Default und Background und natürlich das Schöne ist, wenn ich jetzt irgendwas in den Foreground setze, ich habe immer noch die Möglichkeit, das zu skalieren, ich kann es woanders hinschieben, es muss nicht da bleiben, das ist nur, wenn ich es in die Szene reinhole, per Drag and Drop, ist es an dieser Position, wenn ich das gerne so hätte, damit das alles gleichmäßig und synchron wirkt und aussieht. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, nach hinten hier noch eine ganze Stadt aufzubauen und so weiter. Das heißt, sämtliche Objekte werden nur positioniert, sind aber natürlich noch frei beweglich. Gut, das wäre jetzt so die eine Methode fürs Prototyping. Natürlich müssen wir uns dann mal im Klaren sein, was soll unser Spiel eigentlich machen, was haben wir eigentlich vor, was ist die Idee, was sind die Level, wie soll es aussehen, was für Assets werden wir benötigen und so weiter. Aber ich habe was entdeckt am Marketplace, mittlerweile heißt es ja auch FAB. Da gibt es ein sehr schönes gratis Projekt von Epic selber, das nennt sich Super Grid Starter Pack und das möchte ich dir jetzt einfach mal kurz vorstellen. So, im Epic Games Launcher hat sich der Tab Marketplace in FAB umgewandelt und wenn man den anselektiert, dann kann man hier über Start Exploring ein Browserfenster öffnen. Man kann natürlich auch gleich auf fab.com sich einloggen und dementsprechend benötigen wir jetzt, wenn wir ein bisschen runtergehen, da gehen wir hier auf Unreal Engine und hier unter Unreal Engine, da hat man wieder die ganze Auswahl vom Marketplace inklusive allen möglichen Geschichten und hier kann man auch beim Preis sagen, zum Beispiel Free und das, nachdem ich suche, das ist das Super Grid Starter Pack. Super Grid Starter Pack. So, jetzt suche ich einfach mal nach Super Grid Star
und dann sollte es hier auch kommen. Hier steht es Supergrid Starter Pack und wenn ich das jetzt hier mal anselektiere, dann kann man dementsprechend den Free Download machen, macht aber jetzt keinen Sinn. Wir machen hier einfach auf Add to my Library und dementsprechend ist es in meiner Library und man muss dazu sagen, aktuell ist es noch in der Library von meinem Games Launcher. Das heißt, ich gehe jetzt wieder rüber auf meinen Epic Games Launcher, ich gehe auf meine Bibliothek und dann kann ich runter in mein Vault, in meinen Tresor und hier kann ich meine Fab Library erstmal aktualisieren, sodass das Ganze wieder auf dem neuesten Stand ist und dann dementsprechend kann ich nach meinem Supergrid Starter Pack auch suchen. So, das wird ein bisschen dauern, bei mir ist es ja schon drin, das heißt jetzt ist es auch fertig und jetzt suche ich einfach mal nach Supergrid. Und da ist es auch schon, es ist leider ein eigenes Projekt, also man kann es jetzt nicht in das andere sofort mit integrieren und herunterladen. Das heißt, wir gehen hier einfach auf Projekt erstellen, man sucht sich einen Ordner aus, wo man es gerne hinhaben möchte und dann erstellt man sozusagen das Projekt. So, wenn man das Projekt erstellt hat, dann hat man hier das Supergrid Starter Pack, das sieht dann so aus und dementsprechend können wir es natürlich auch öffnen. So, nach einiger Ladezeit und Shader-Kompilierung sehen wir dann auch schon die sogenannte Starter Tutorial Map. Das Ganze basiert auf Unreal Engine 5.4.4, zumindest öffnet es sich bei mir mit dieser Version und dementsprechend können wir uns das hier anschauen. Ich muss dazu sagen, wenn wir nachher die einzelnen Elemente in unser Projekt integrieren, dann benötigten wir einen anderen Player, weil unser Player läuft ja aktuell nur seitlich. Das würde dem ganzen Projekt nichts nützen und der beigefügte Player im Supergrid, wenn man hier mal reinschaut, der First-Person-Player, der benutzt noch das alte Action Mapping, das heißt, er nimmt nicht diese Input Actions her, diese modernen, sondern es beruht auf Project Settings, eben Input und auf diese ganzen Geschichten hier, Look Up Rate, Move Forward, Move Right, die wir eben in der 5.5er nicht mehr verwenden. So, deswegen würde auch dieser First Person nicht funktionieren, deswegen schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir gehen mal auf Play und dann sehen wir schon, wir können hier so durchlaufen. Wir haben hier dementsprechend auch Teleporter, wo man verschiedene Chamber erreichen kann. Man hat hier verschiedene Geschichten mit Klick, wo man Sachen öffnen kann und so weiter. Das kann man einfach mal durchspielen. Das gibt es sozusagen einfach mal als Demo und die ganzen Bausteine, die sind alle mit Supergrid erstellt. Das heißt, hier haben wir verschiedene Materialien mit Dot und Basic Grids und Stone Grid und wir haben Modern Grid und so weiter und so fort. Man kann sich das Ganze anschauen. Wir haben hier Basic Features, dass sich sowas eben auch in der Form skalieren kann und so weiter und so fort. Das Ganze ist Level Prototyping technisch sehr tauglich. Es sind Treppen dabei, es sind Rundungen dabei. Man kann alles Mögliche damit erstellen und hier ist so ein kleiner Showroom, wie das Ganze sozusagen auch beweglich sein kann und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil viele Elemente davon kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Es hat hier auch einen Double Jump mit drin, wenn man hier irgendwie versucht drüber zu kommen. Ich habe es jetzt leider mal nicht geschafft und dementsprechend kann man sich das Ganze einfach mal so in dem Sinne einfach mal anschauen. So, aufgebaut ist das Ganze dann, wenn man das genauer nimmt, in sogenannte Blueprints. Wir sind jetzt hier mal bei Supergrid, es gibt den Tutorial Level, es gibt das Starter Pack. Da drin gibt es Source Files, es gibt Meshes, die sind aber leer, weil die für alte Versionen sind. Da gibt es New, also nicht wundern, die Meshes ist leer und hier hat man dann dementsprechend die einzelnen Elemente zur Verfügung, die man da einfach als Static Meshes dann hineinziehen kann. So, dann gibt es dazu natürlich auch noch Blueprints. Es gibt sogenannte Groups, es gibt Master, es gibt Walls. Die Walls sind sehr praktisch, die kann man einfach mal so hineinziehen und dementsprechend dann auch in der Skalierung sozusagen
praktisch in die Breite, in die Höhe ziehen, und wenn man sieht, das Material gleicht sich immer an, wir haben immer die komplette Unreal Unit Geschichte, die sich dann auch nochmal unterteilt innerhalb des Materials. Das heißt, wir wissen immer ganz genau, wie groß das Ganze ist. So, das wäre jetzt praktisch einfach mal zum Studieren, wie man sich das Ganze auch vorstellt. Hier drüben haben wir zum Beispiel so komische Elemente, die man hier so durchschleust. Sieht ja auch ganz witzig aus. Da kann man also einiges davon verwenden, was das ganze System eben zu bieten hat. Also einfach mal angucken, studieren. Also wie gesagt, Supergrid als Projekt öffnen ist einfacher. Wenn wir es zu uns integrieren, müssten wir einen eigenen First-Person-Player mit dazu nehmen oder Third. Wir haben ja schon einen Third als Sidescroller. Ist nicht wirklich kompliziert, können wir natürlich auch tun. So, an dieser Stelle würde ich sagen, migraten wir. Wir könnten jetzt diesen Folder auch kopieren in unser Content-Verzeichnis rüber. Das wäre natürlich genauso einfach. Das heißt, wir sind hier bei Supergrid, gehen in Content und wir sind hier dann praktisch bei unserem Sidescroller, gehen auch in Content, und dann würde ich diesen Ordner hier einfach hier rein kopieren. Oder alternativ können wir natürlich sagen, Supergrid, wir machen rechte Maustaste, Migrate, und dann sagen wir, wir wollen Migrate, den Starter Tutorial, Save Selected brauche ich nicht, Don't Save, wir wollen nichts verändern. Dann kriegen wir die komplette Geschichte innerhalb des Supergrid Folders, sagen OK, und jetzt suchen wir unseren Sidescroller aus, und dann muss es verbindlich in den Content-Bereich, das heißt hier Content anklicken, Ordner auswählen, und jetzt läuft die Migration schon, und das geht relativ flott. Das bedeutet, ab jetzt haben wir das Supergrid bei uns mit drin, und die Level-Geschichte tue ich natürlich jetzt erstmal nicht speichern. So, dann kann ich hier wieder runter, und jetzt sehe ich auch, hier habe ich auch schon mein Supergrid, und immer wenn ich was implementiere, dann gehe ich meistens auf All, dann gehe ich auf Content, rechte Maustaste, und dann sage ich einfach mal Update Redirectors, weil das schadet nie, weil die Verweise von einem anderen Projekt immer etwas anders sind, wenn ja was verschoben worden ist, und da hätte ich gern Ordnung drin. Das heißt Content, rechte Maustaste, Update Redirectors, und hier schlägt er mir 26 Stück vor, und dann einfach Delete an Referenced Redirectors. So, dann ist unser Projekt auch wieder sauber, und jetzt haben wir hier auch unser Supergrid mit integriert. Da ist es dann auch die Overview, die kriegen wir natürlich auf. Das dauert natürlich jetzt auch ein wenig, und da sehen wir jetzt auch die einzelnen Elemente ohne die Blueprints. Also es gibt auch hier verschiedene Materialien, die man nehmen kann, von Glas bis sonst irgendwas. Das ist sehr schön. Nur natürlich, wenn wir jetzt sozusagen mal die Geschichte aufmachen mit dem Supergrid, wo war es denn drin, Tutorial Level, unser Starter Tutorial, dann werden wir wahrscheinlich eine Fehlermeldung haben, weil wir haben natürlich ein eigenes Project Settings. Das bedeutet, dieses hier wird nicht funktionieren, weil es beruft sich ja noch auf die alte Navigationsgeschichte über die Input Settings, über Project Settings und nicht über die Input Actions von dem Enhanced System, was wir ja hier verwenden. Wenn wir das dann nochmal durchspielen möchten, dann würde ich einfach empfehlen, dass du dann einfach, musst du nicht machen, einfach Add Feature or Content Pack einfach nochmal einen First Person separat mit dazu addierst, und diesen First Person, den adden wir jetzt einfach mal zu unserem Projekt. Der ist dann auch schon da. Wir haben natürlich jetzt zwei First Person, einmal vom Supergrid und einmal von uns, also nicht verwirren lassen, unserer ist da, der andere ist im Supergrid. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal den First Person öffnen, Blueprints, und da haben wir hier den First Person Game Mode, den selektiere ich an, dann habe ich hier drüben bei Details World Settings, falls du World Settings nicht siehst, unter Window World Settings kannst du das hier einklappen, und dann hast du Game Mode Override, und jetzt haben wir hier einen First und einen First, und das Third ist ja unser Sidescroller, aber ich weiß ja, ich möchte den aus meinem Content First, das heißt, ich tue den einfach selektieren, dann mit dem Pfeil hier rüber, dann habe ich auch den richtigen, und dann kann ich auch, normalerweise sollte ich dann auch auf Play drücken können. Are you sure? Nein, es läuft eigentlich immer noch nicht richtig ab, aber doch. Er hat nur eine Fehlermeldung, weil der andere im Blueprint einen Fehler hat, und das signalisiert Unreal, aber das ist uns an der Stelle jetzt eigentlich egal. So, und da haben wir jetzt diese verschiedenen
Geschichten mit drin. Das heißt, du kannst auch innerhalb unserem Projekt das Ganze noch testen und im Endeffekt werden wir einfach mal mit diesen Elementen dann zu arbeiten. Das heißt, wir haben hier dieses Starter-Pack, wie gesagt, wir haben diese Blueprints, mit denen man schöne Geschichten machen kann. Also mit der Wall kann man super tolle Levels aufziehen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier raus und jetzt nehme ich mir einfach mal so eine Super Grid Wall irgendwie hier rein. Jetzt sehe ich sie leider nicht, klicke ich mal doppelt, die ist jetzt hier und die kann ich natürlich jetzt auch dementsprechend mir so hinlegen und ich habe hier auch die Möglichkeit, das Ganze in die Länge zu ziehen und so weiter und so fort. Dieses Super Grid macht auch die Möglichkeit, dass man dementsprechend dann diese Geschichten erweitert und so weiter und so fort. Und man hat halt immer diese schönen Längeneinheiten dazu und das können wir natürlich bei uns in unserem Level super gebrauchen. So, jetzt würde ich vorschlagen, mach dich einfach mal vertraut damit. Es gibt mehrere Geschichten, man muss jetzt mal schauen, hier haben wir die ganzen Meshes, manche Ordner sind leer, das bedeutet, die haben mit unserer 5er Version halt einfach nichts zu tun, das heißt, man kann die einfach mal so durchgehen. Wir haben hier diese Blueprint-Geschichte mit den Gruppen, dann gibt es hier auch dynamische Treppengeschichten mit dazu, dann die andere Sache sind die Materials natürlich, da gibt es sehr, sehr viele. Da gibt es zum Beispiel die ganzen Base-Geschichten und so weiter und so fort. Dann haben wir den Tutorial-Level, der hat auch Blueprints. Da gibt es Level-Elemente. Da gibt es vom Ceiling bis zu allen möglichen Geschichten ein Floating Sphere. Die kann man sich auch mit reinsetzen und mal untersuchen, wie denn die aufgebaut ist. Es sind sehr schöne Effekte mit dabei. Es gibt einen Floor, es gibt Lampen, es gibt Learning Points, Light Spheres, Plattformen und so weiter. Und es gibt Walls so in gekrümmter Form. Es gibt sogar Elevator, wenn ich ihn jetzt finden würde, BP Showcase, Floor, Lamp, Elevators, die kann man genauso reinsetzen und sobald man da drauf geht, würde man dann dementsprechend auch nach oben fahren. So, diese Geschichten werden wir dann später einfach mal fürs Prototyping verwenden. Einige kann man natürlich auch dann fürs fertige Projekt schon einsetzen, weil, wie gesagt, diese Sachen schon wirklich sehr, sehr toll sind, auch von den ganzen Materialfunktionen her. So, dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir speichern das Ganze einfach mal ab und laden einfach mal wieder unsere Level 1 Geschichte, mit der wir ja da weiterarbeiten wollen. Und dann würde ich vorschlagen, bis zum nächsten Abschnitt, bis zum nächsten Tutorial, schau dir mal sehr intensiv die Funktionalitäten von diesem Super Grid an. Du kannst natürlich auch mit echten Assets dann weiterarbeiten oder eben auch so, wie wir es jetzt gemacht haben, mit dem BSP oder eben ganz normal mit diesen Shapes, weil wie gesagt, wir ersetzen das nachher mit Assets aus dem Marketplace und dementsprechend dann, wenn du einigermaßen vorbereitet bist und ein bisschen den Umgang damit verstanden hast, dann würde ich vorschlagen, machst du dann im nächsten Abschnitt weiter. So, das war's jetzt für diesen Abschnitt und dann viel Spaß beim Ausprobieren und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.